Das iPad an sich ist ja schon eine Wucht, aber man kann das natürlich mit Zubehör noch richtig aufpeppen. Was ist, wenn du mal eine SD-Karte einlegen möchtest, eine externe Festplatte anschließen möchtest, das ganze Ding zum Arbeiten nutzen oder halt mobil unterwegs schützen willst? Alles das hier in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Los geht's an dieser Stelle mit einem iPad-Stand, aber das ist nicht ein normaler iPad-Stand, sondern der kann eine ganze Menge. Den hat mir die Firma MagFit zugeschickt und am Anfang war ich so ein bisschen pessimistisch. Ja, ein Ständer mit Magnetflächen kann ja jeder, aber das Ding, das hat wirklich ein paar Unterschiede. Allerdings kannst du natürlich wie bei einem normalen Ständer dein iPad über die Magnetflächen hier hinten anbringen. Ist alles gut, alles easy. Das gibt's dann auch für 50, 60, 70, 80 Euro immer im Netz zu kaufen. Wunderbar. Aber du hast natürlich hier bei diesem MagFit folgende Vorteile. Du hast alle Anschlüsse hier unten dran. Also, du bist komplett dabei mit USB-C, mit HDMI, mit USB 3, USB 2.0 ist dabei. Dann gibt es natürlich hinten noch den LAN-Port, ist auch mal was ganz Interessantes. Und natürlich den SD-Kartenslot, den TF-Kartenslot. Und wer es mit Audio liebt, über den 3,5 mm Klinkestecker, ist man hier sozusagen an allem dran, was man anschließen kann. Und das ist natürlich eine interessante Geschichte, denn du kannst das iPad jetzt einfach mal wirklich an diesem Platz vernünftig anhängen und auch nutzen. Geliefert wird natürlich im Zubehör hier dieses USB-C-Kabel. Das schließt du einfach ans iPad an und hier an die mögliche Vorrichtung, die hier sozusagen vorhanden ist, an diesem Ständer, sage ich mal so, oder Stand. Ja. Jetzt hast du die Verbindung von USB-C, nämlich von deinem iPad, direkt hier in diesen Stand rein. Das geht auch relativ fix. Ich habe es mit meiner SD-Karte versucht und Musik- und Videodaten, die ging eigentlich relativ schnell hier auf das iPad rauf. Aber auch eine schöne Geschichte, wenn du als Fotograf mobil arbeitest oder Videos schneidest über dein iPad, hast du natürlich eine wunderbare Geschichte. Du brauchst nur noch deine SD-Karte hier unten reinstecken und schon geht's los mit der Bearbeitung. Du hast eine vernünftige Höhe, wo du sozusagen hier arbeiten kannst, und wenn nicht, dann stellst du das natürlich einfach ein bisschen runter oder auch ein bisschen hoch, je nachdem, wie du das möchtest. Und jetzt sind wir schon bei den verschiedenen Einstellfunktionen und die sind natürlich auch nicht schlecht, denn es gibt natürlich unser iPad-Zubehör, wir kennen es alle von Apple, relativ teuer, ist aber auch vernünftig, die ganze Geschichte hier. Aber was kannst du bei diesem Ding nicht machen? Ja, hier Querformat oder Hochkantformat umstellen. Und hier ist das möglich, wenn man das iPad dann einfach so schiebt, hat man das sozusagen im Hochkantformat und kann natürlich Texte und andere Dinge viel, viel besser bearbeiten. Ist eine Wucht, kann man wirklich dazu sagen, denn du bist hier einfach multifunktionell unterwegs und hast hier die Möglichkeit, das iPad richtig für dich einzustellen. Einzustellen ist natürlich auch nochmal so ein Thema, denn zum Mitnehmen kann man das einfach zusammenklappen. Und schon hat man hier eine Möglichkeit, das wirklich in die Tasche reinzumachen. Wenn es nicht passen sollte, machst du es nochmal hochkant, dann passt es definitiv. Und man sieht es hier, es ist universell verwendbar und du kannst es wirklich transportieren. Und für mich eine schöne Geschichte, dadurch, dass die mir das jetzt zugeschickt haben und ich davon begeistert bin, kann man wirklich sagen, das ist ein optimales Teil. Nun weiß man nicht, ob das hier irgendwie ausleiert. Mit den Magnetflächen habe ich festgestellt, das ist nicht so fest wie bei der Originalhalterung. Also wenn man jetzt sozusagen das iPad hier direkt an dieses Dings anschließt, dann sieht man, zack, es hält. Hier sind wahrscheinlich ein paar mehr Magnete drin als hier, aber es fällt natürlich nicht ab. Ich habe es auch schon versucht und so ein bisschen getestet. Wenn das Teil dran ist, dann ist das dran und dann passiert da auch nichts jetzt irgendwie, wenn man jetzt das sozusagen mitnimmt oder irgendwie mal zusammenklappen könnte oder machen und tun. Das geht alles, ja. Aber die Festigkeit ist, wie gesagt, hier ein bisschen höher als hier. Das habe ich festgestellt. Wen es jetzt interessieren sollte, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ansonsten passt das Teil, ist wunderbar. Und das kann man echt verwenden und das gibt es in verschiedenen Farben. Also wer jetzt ein silbernes iPad hat, der kann hier, wie gesagt, auch das Ganze in Silber bestellen. Wen es interessiert, ich verlinke es euch mal direkt in meiner Videobeschreibung. Und ja, wer Lust, Zeit und Laune hat für dieses Gerät, kostenmäßig, siehst du, das habe ich ja vergessen, kostenmäßig müssen wir nochmal drüber reden. Das ganze Teil bei Apple kostet ungefähr um die 380 Euro.
Das kostet die Hälfte. 200 Euro direkt im Shop von McFit. Bei Amazon habe ich es noch nicht gefunden. Wenn ich es finde, setze ich euch auch mal einen Link unten rein. Aber momentan gibt es das nur bei McFit auf der Internetseite zum Preis von 200 Euro. Und wenn man bedenkt, dass man für 80, 90 Euro einen ganz normalen Ständer kaufen kann und dann einfach noch mal ein bisschen Geld rauflegt und hier wirklich alle Anschlüsse hat, die man im Leben braucht. Ja, für den einen oder anderen ist es was. Für mich ist es auf alle Fälle was. Ich sage Dankeschön fürs Zuschicken und werde das Teil natürlich öfter benutzen. So, kommen wir zum nächsten Teil, nämlich wenn wir schon beim Setup sind, dann gibt es natürlich für diese Geschichte McFit iPad Ständer auch eine Möglichkeit, hier optimal am Schreibtisch zu arbeiten, nämlich mit der Jellycomb Tastatur. Im Setup sieht es gut aus, also wenn du das hier vor dich hinstellst, Schreibtisch oder andere Geschichten, mal im Zug oder irgendwo anders, kann man das schon verwenden. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, relativ mobil unterwegs zu sein mit dieser Tastatur, denn die hat hier gleichzeitig noch ein Trackpad mit drin. Und deswegen habe ich es mir auch geholt. Ich brauche keine Maus. Ich habe einfach noch ein Trackpad. Und das Wichtigste, was ich auch noch so ein bisschen mit einkalkuliert habe, hier in die Jellycomb Tastatur für mein iPad, ist natürlich klar, du kannst das mit Bluetooth verbinden und dann kannst du tippen und machen und tun. Aber du hast auch noch die Möglichkeit, das Ganze an ein anderes USB-Gerät mit anzuschließen. Das heißt, hier besteht die Möglichkeit, das an zwei Geräten gleichzeitig anzuschließen. Also man kann immer noch wechseln. Und für mich ist es ganz interessant, denn ich habe natürlich noch einen Amazon Fire TV Stick zu Hause. Und das macht sich natürlich super, wenn man das hier über den Amazon Fire TV Stick dann auch noch hat, wenn man was sucht, beziehungsweise so ein bisschen navigieren. Man kann ja mit dem Amazon Stick auch ins Internet und andere Geschichten machen. Video dazu habe ich hier mal verlinkt. Und das ist natürlich super. Jetzt kann ich das für mein iPad benutzen und gleichzeitig natürlich auch noch für den Amazon Fire TV Stick. Vom Handling her ist es auch relativ einfach mit dieser Tastatur. Du hast die Möglichkeit, hier deine Batterien einzulegen. Das ist ja, wie gesagt, nicht mit dem Akku. Das geht noch mit normalen Batterien. Und gleichzeitig hast du hier auch eine Möglichkeit, deinen USB-Stecker zu verstauen, womit du sozusagen die Geräte dann anschließt. Und über den Stand geht es ja mit der USB-Verbindung. Also um die 30 Euro liegen wir hier mit der Tastatur. Die hat mich bis jetzt noch nicht im Stich gelassen. Wunderbar auch hier mit dem Trackpad. Kannst du einpacken, kannst du auspacken. Liegt wunderbar übereinander. Dann beim Transport im Rucksack ist wirklich nicht viel, was man da sozusagen an Platz benötigt. Das ist dann alles zusätzlich noch das iPad und dann ist man schon komplett mit seinem Setup dabei. Andere Geschichte, wenn man jetzt natürlich die Original-Apple-Hülle hat und das McFit iPad Stand nicht benötigt, dann braucht man natürlich auch noch Möglichkeiten, wie man jetzt an den USB-Anschluss hier noch andere Dinge anschließen kann. Das Ganze ist jetzt so richtig rum. Wunderbar. Also, du hast natürlich noch Möglichkeiten, hier ebenfalls Adapter und Festplatten anzuschließen. Und ich kann euch mal erzählen, mit welchen Adaptern ich jetzt über die letzten Jahre, kann man ruhig sagen, also 2 Jahre habe ich den schon, klargekommen bin. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, hier ans iPad noch die gleichen Dinge anzuschließen, wie zum Beispiel USB-Netzwerk. Hier ist auch ebenfalls alles dabei. Also du hast wirklich komplett den ganzen Anschlusswahn hier in diesem Stick mit drin. Sieht natürlich nicht allzu schön aus, wenn du das hier anschließt und dann das Kabel so ein bisschen rumhängt und nicht so hoch ist und ein bisschen rumwackelt. Aber die Möglichkeit ist da. Und apropos rumwackeln, es gibt natürlich designtechnisch auch schönere Adapter. Du kannst ja hier dann auch mal an dein iPad die ganze Geschichte über so ein Adapter anschließen. Hast aber natürlich nicht alle Anschlüsse. Also hier ist sozusagen USB geboten, SD-Karte. Dann gibt es einen USB-C-Anschluss und gleichzeitig noch einen Mini-Klinke-Anschluss. Das Gröbste ist mit dabei. Aber die Möglichkeit besteht, das auch komplett hier an das iPad anzuschließen. Mein Problem ist bloß immer diese Wackelgeschichte. Also wenn man da sowas dran hat, so richtig hammermäßig ist es nicht und das darfst du auch nicht vergessen abzumachen, weil wenn du das hier sozusagen nicht abmachst, dann kann dir natürlich dieses wunderbare Ding sofort abbrechen, wenn du es in die Tasche packst oder andere Dinge damit machst. Ansonsten ist es eigentlich ein ganz guter Begleiter, schnell mal mobil rangesteckt, nicht so groß, hängt auch nicht mit dem Kabel so rum. Oder du gehst natürlich, wenn du Fotograf bist, einfach nur auf die normalen SD-Karten-Adapter, die du dann sozusagen im Handel zur Verfügung gestellt bekommst. Das sind relativ schneller. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Geschwindigkeit der überträgt, aber der überträgt schon relativ schnell.
schnell. Das sind so meine 3 Adapter für das iPad, was sich so ein bisschen im Laufe der Jahre zusammengesammelt hat. Und damit bin ich meistens unterwegs, nicht mit allen, sondern meistens immer nur, wenn ich SD-Karte brauche, nehme ich den kleinen mit. Andere Geschichten dann halt mit dem und die großen Sachen, wenn jetzt ein Netzwerkanschluss benötigt wird oder HDMI, dann ist der direkt am Start. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten für dein iPad bzw. auch für den Speicher vom iPad, denn es sind die externen Festplatten. Davon habe ich auch 2 Vertreter. Zum einen hier von SanDisk, eine relativ schnelle Festplatte, die ich immer benutze, und dann nochmal ein bisschen größer an Festplattenspeicher, 2 Terabyte. Von Samsung die T5, die hat sich wirklich immer gut geschlagen und ist auch richtig schön im Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist zwar nicht so schnell wie die SanDisk, gerade bei Video, aber bei 4K ist die ebenfalls einsetzbar und im Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so teuer, wenn man die mit 2 Terabyte kauft. Hier von Samsung die T5 gibt auch schon einen Nachfolger, der ist ein bisschen schneller, aber auch wiederum ein bisschen teurer. So, dann kann man sich aussuchen, welche Festplatten hier direkt benötigt werden. Ich hau euch sozusagen in meine Kommentare mal die beiden mit rein. Über 2 Jahre nur gute Erfahrungen. Daten rauf, Daten runter, Daten rauf, Daten runter, gleichzeitig runtergefallen und mobil mitgenommen. Alles haben sie durchgestanden und das macht nicht jede Festplatte mit. Wer jetzt an seinem iPad immer noch Lightning als Anschluss dran haben sollte, bei den alten iPads ist es ja so, die funktionieren und die sind auch noch relativ fit. Wer dann Speichererweiterung benötigt, für den habe ich noch einen kleinen Tipp, und zwar dieser kleine Stick von SanDisk. Der hat nämlich hier deine Lightning-Buchse dran und hier über einen Adapter USB und gleichzeitig auch USB-C. Und das ist die Möglichkeit, deine Daten von deinem alten iPad immer noch zu sichern auf diesen Stick. Das gibt es in verschiedenen Größen. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, über USB-C das an deinen Rechner oder auch an das iPad anzuschließen und hier deine Daten nochmal zu sichern und zu safen. Ansonsten lässt du das einfach auf dem Stick drauf, kannst dein iPad wieder löschen und hast hier dann mal die Daten gesichert über diesen Lightning-Anschluss, wer wie gesagt die alten Sachen noch haben sollte. Das ist eine gute Möglichkeit, um seine Daten zu sichern. Eine gute Möglichkeit, um das iPad zu sichern, ist natürlich auch mit einer richtigen Tasche vorhanden. Und dieses Täschchen haben wir ganz zufällig hier, das ist nämlich meine Tasche. Die kommt von der Firma TomTok, die habe ich mir auch selber gekauft und das ist die Tasche für mein iPad Pro 12.9, denn ich habe hier die Möglichkeit, über die beiden Taschen noch den Netzadapter, verschiedene Kabel und gleichzeitig natürlich auch Festplatten oder andere Dinge noch hier mit zu verstauen. Die sind ganz normal, das ist auch eine ganz normale Tasche mit einem Trageriemen, die kannst du dann hier auch halten. Relativ hochwertig verarbeitet, das ist so ein bisschen wasserbeständig, also kann man auch im Regen mit rumlaufen. Und ich gehe davon aus, dass wirklich da nicht viel passiert. Aber das Hauptkaufargument bei dieser Tasche war hier die Verstaufläche fürs iPad. Denn du hast hier die Möglichkeit, dein iPad zu verstauen, aber es ist natürlich schön aufgehoben, denn es zerkratzt hier nicht. Auch wenn du es mal ohne Hülle hier einstecken möchtest, geht das wunderbar. Und du hast hier Samt mit drin. Also kannst mal schnell reinschieben und kannst auch mal schnell wieder rausholen. Aber es zerkratzt nicht. Es ist wirklich eine Samtfütterung für dein iPad vorhanden. Und gerade wer das so ein bisschen ohne Hülle benutzt, der hat hier die Möglichkeit, das wirklich ordentlich und sicher zu verstauen. Und es ist auch noch natürlich gegen Fallen und andere Dinge sehr gut geschützt, weil die Ecken hier auch ein bisschen verhärtet sind. Also hier kann auch mal was passieren, dass es runterfällt. Und ich gehe davon aus, dass das iPad nicht gleich kaputt ist. Das ist meine TomTok Transporttasche fürs iPad, die kann ich euch wärmstens empfehlen. Damit ist echt alles gesaved und die sieht auch noch gut aus, nicht wie so eine hässliche Hülle oder irgendwas anderes. Ist auch nicht so teuer, ich verlinke euch die mal, den Preis habe ich jetzt nicht im Kopf, was die jetzt aktuell kostet, aber es ist auf alle Fälle eine schöne Lösung, dein iPad zu transportieren und hier hast du alles dabei, was du möchtest. Das war es dann schon wieder mit meinem Video. Danke fürs Anschauen, gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.